Moderne Autos kommen immer auch mit einer Menge von Assistenzsystemen daher. Doch die Akzeptanz dieser Systeme bei den Fahrern steht auf einem anderen Blatt. Viele fühlen sich noch zu sehr in ihrer Fahrweise beeinträchtigt. Mit dem Adaptive Distance Control, kurz ADC von Bosch, könnte sich das ändern. Das Charmante bei der Funktion ist, der Fahrer bleibt im Loop, das heißt, er gibt weiterhin Gas, aber wir übernehmen für ihn das Bremsen, das Anhalten, also die Fahraufgaben, die in der Regel eher weniger Spaß machen, die übernehmen wir von ihm. Und er hat aber weiterhin die Kontrolle, er kann seinen Fahrstil beibehalten, sei es ein sportlicher Fahrstil, aber auch ein sicherer Fahrstil wird damit unterstützt, weil man entsprechend mehr Abstand halten kann, wenn man möchte, und defensiver fahren kann. Werden bestehende Systeme wie das sogenannte ACC von den Fahrern oft nur auf der Autobahn genutzt, soll mit dem ADC nun auch mehr Sicherheit auf Landstraßen und Stadtfahrten generiert werden. Assistenz war da. Das System übernimmt ja das Bremsen für den Fahrer, sei es, weil er es bewusst nutzen möchte, aber auch wenn er mal unaufmerksam ist, übernimmt es als Schutzaspekt das Bremsen für einen. Und deswegen beschreiben es die meisten Leute, wenn sie es gefahren sind, wie ein Luftkissen, was vor dem Auto ist und entsprechend den Fahrer schützt. Optimale Sicherheit kann ADC auf Basis einer Kombination von Radarsystem und einer Videokamera bieten. Wir vom ADAC freuen uns ja immer, wenn sich Entwickler Gedanken machen, Sicherheit ins Fahrzeug zu bringen. Und das System hier würde die Sicherheit schon deutlich erhöhen, denn anders als ein Notbremsassistent, der kurz vor knapp erst reagiert, reagiert es schon eher und verringert so die Differenzgeschwindigkeit. Und dann kann der Notbremsassistent auch besser funktionieren und mehr verhindern. Zweitens ist sehr gut, dass die Hardware, auf die das System aufsetzt, bei den meisten Autos heutzutage schon da ist. Also wir haben ja gehört, Radar oder Video oder kombiniert, haben wir fast immer drin schon. Das heißt, die Softwarelösung, die wir hier haben, die kann relativ simpel in den Markt eingeführt werden. Eine berechtigte Frage für alle Systeme, die in Richtung automatisiertes Fahren gehen. Funktioniert es in jeder Situation? Da das System ja auf bestehende Hardware aufsetzt, sind auch die Limits genau dadurch gesetzt. Man hat zum Beispiel in der Folgefahrt im Kreisverkehr das Problem, dass das vordere Fahrzeug dann aus dem Kegel des Radars rausfällt zum Beispiel. Und dann kann der Fahrer, wenn er zu viel Gas gibt, ja auch dann ungewollt beschleunigen. Da muss man gucken, genauso wie auch, wenn man fährt und gleichzeitig mit dem Auto vor sich die Spur wechselt. Dann kann es durch das Blinkersetzen sein, dass das ADC ein bisschen weniger straff reagiert und dementsprechend mehr Gas zulässt. Und dann fährt man zu nah auf. So kann es auch beim Abbiegevorgang vorkommen, dass das vorausfahrende Fahrzeug in der Kurve nicht erfasst wird. Hier müssen die Fahrer die Geschwindigkeit selbst kontrollieren. Die einfache Bedienung von ADC, es muss nur einmal bei Fahrtbeginn aktiviert werden, spricht jedoch sehr für den Komfort des Systems. Und auch in Fragen der Sicherheit ist das ADC absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Gibt der Fahrer zum Beispiel beim Anhaltevorgang versehentlich noch Gas, dann fährt der Wagen trotzdem nicht weiter. Letztendlich kann der Fahrer aber das System auch immer überstimmen und bleibt damit auch stets in der Verantwortung.